Herzlich willkommen, mein Name ist Mike Stieler. Ich bin am Universitätszentrum für Orthopädie, Unfall- und Plastische Chirurgie in Dresden im Bereich der Revisionsendoprothetik tätig. Ich leite den Bereich septische Chirurgie und wir möchten Ihnen im Folgenden das TORS-System, ein System der ultraschallgestützten Zemententfernung, näher bringen. Die Zemententfernung in der Revisionsendoprothetik ist eine große Herausforderung. Sie sehen hier verschiedene klinische Fälle mit Patienten, die jeweils endofemoral einen langen Knochenzementköcher haben. Die Patienten sind unterschiedlich krank, haben Vorerkrankungen. Es ist insgesamt eine große Herausforderung, diese Patienten zu operieren, und da wünscht man sich natürlich gerade in der septischen Revisionsendoprothetik, wenn Sie den Knochenzement vollständig entfernen müssen, um auch potenziell biofilmtragendes Fremdmaterial zu entfernen, dass Sie hier ein effektives und standardisiertes System zur Verfügung haben. Und das möchten wir Ihnen in den folgenden Minuten einmal näher bringen. Wir möchten Ihnen nämlich das ultraschallgestützte Zemententfernungssystem TORS vorstellen. Die konventionelle, klassische, manuelle Zemententfernung ist äußerst anspruchsvoll. Sie können nie genau abschätzen, wie die OP-Zeit oder der Blutverlust ist. Es ist also niemals eine standardisierte Operation. Die sollte auch keineswegs im Dienst durchgeführt werden, sondern immer an erster Stelle mit einem ausgeruhten Team und mit guter Planung vorweg. Sie haben eine hohe Morbidität und Mortalität, und das Problem der unvollständigen Zemententfernung ist gerade im Bereich der septischen Wechselendoprothetik von Relevanz, da Sie ja alles Fremdmaterial, was potenziell biofilmtragend ist, entfernen möchten, endofemoral. Und hier ist es häufig beim sklerotischen Knochen nicht so einfach, den Knochen vom Zement zu unterscheiden. Die Knochenlagerschädigung ist eine große Herausforderung, wenn sie passiert, und Sie sehen das an den Zahlen hier gar nicht so selten, 12% Frakturen, 5% kortikales Perforation, und das führt dann letztendlich zu einem schlechten Knochenlager, und für die Folgeoperation, gerade für die Reimplantation, die Endoprothesenverankerung, ist das von Relevanz und führt unter Umständen auch dazu, dass Patienten deutlich schlechteres Outcome haben, schlechter mobilisiert werden können. Was ist das Prinzip nun der ultraschallgestützten Zemententfernung? Im Gegensatz zur manuellen, klassischen Zemententfernung macht man sich hier zunutze, dass PMMA, also Knochenzement, eine hohe Energieabsorption und eine niedrige Wärmeleitfähigkeit aufweist. Und damit kann man unter besonderen Voraussetzungen den Knochenzement verflüssigen oder in eine teigige Phase überführen. Man wandelt mechanische Vibration in Wärmeenergie um. Das TORS-System hat hier ein Alleinstellungsmerkmal. Es ist besonders effektiv, weil es die longitudinale und torsionale Sondenbewegung innehat. Und es ermöglicht damit eine knochenschonende, selektive, planbare Zemententfernung ohne die Notwendigkeit einer Osteotomie. Was sind die Vorteile der ultraschallgestützten Zemententfernung? Man hat eine Erleichterung und eine Standardisierung der Zemententfernung und damit eine bessere Planbarkeit von sonst komplexen Wechseloperationen. Sie meiden die Entstehung von Frakturen, kortikales Perforationen, und eine Osteotomie wird auch nicht erforderlich sein. Damit erhalten Sie die Knochensubstanz, das Knochenlager, und können die Patienten in der Folge besser mobilisieren, weil sie eine bessere Endoprothesenverankerungsmöglichkeit geschaffen haben. Die Bedienung des TORS-Systems ist intuitiv und denkbar einfach. Sie schalten das Gerät an der Rückseite ein. Es stehen verschiedene Sonden, Bohrer und Schabersonden in verschiedenen Durchmessern zur Verfügung. Im ersten Schritt wurde das Implantat entfernt. Wir demonstrieren Ihnen nun zunächst die Schabersonde zur Entfernung des proximalen Zementmantels. Sie sehen jetzt hier dargestellt am Kunstknochen den verbliebenen Zementköcher. Unter Nutzung der Schabersonde wird nun zunächst unter Aktivierung des Fußpedals der proximale Zementköcher entfernt.
Sie sehen hier die entfernten Anteile des Knochenzements. In den folgenden Schritten werden Bohrersonden mit größerem Durchmesser verwendet, um den Knochenzementköcher schrittweise zu entfernen. Es ist nun die dünnste Bohrersonde montiert, zusammen mit einem Winkelstück, sodass sie die Kurvatur des Femurs nachempfinden. Dies ist wichtig bei der Entfernung längerer Zementköcher, um eine Perforation zu vermeiden. Unter Beachtung der Kurvatur wird nun die Bohrersonde eingeführt. Sie sehen hier ein Röntgenbild einer Patientin mit chronisch infizierter Hüftendoprothese. Es war die Entfernung des Implantates und des Zementköchers erforderlich. Sie sehen unten dargestellt zunächst die Einführung der Piercersonde im BV-Röntgen sowie im mittleren Bild dann den Einsatz der Schabersonde und unten rechts dargestellt die vollständige Entfernung des gesamten Zementköchers mit dem TORS-System. Wir am Universitätsklinikum in Dresden nutzen die ultraschallgestützte Zemententfernung insbesondere in der Revisionsendoprothetik routinemäßig seit vielen Jahren. Wir sehen hier vor allem die Vorteile der besseren Planbarkeit von Revisionsoperationen und den Nutzen des Knochenlagererhalts für den Patienten. Ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit.